Change, Klimawechsel. Unter diesem Titel steht die 3. Monat Kunst Halberstadt Biennale, zu der ich Sie, liebe Gäste, ganz, ganz herzlich begrüße. Im Namen des Vereins Monat Kunst Halberstadt, ganz besonders der Vorsitzenden Ilka Leukefeld und ihren Mitstreitern und natürlich auch im Namen der Stadt Halberstadt. Ich möchte allen Freunden, vor allem dem Verein und allen Geldgebern danken, die sich wirklich unheimlich einsetzen, dass diese Biennale in Halberstadt überhaupt zustande kommt. Es sind wirklich 100 kleine Handgriffe, freundliche Worte, aufbauende Worte in einer Zeit, wo wir wissen, das Geld für Kunst und soziale Projekte wird immer knapper. Deswegen ist es umso bewundernswerter, dass wir wirklich hier in Halberstadt eine Kunstbiennale auf die Beine gestellt haben. Und meine Damen und Herren, es ist die einzige Kunstbiennale in Sachsen-Anhalt. Darauf können wir echt mal in Halberstadt. Also danke Ilka. Ich wollte ein großes Danke an alle die Team von MKH geben, weil es freut mich hier zu sein. Die erste Mal, dass ich in Halberstadt gekommen bin, ich war ganz inspiriert über die Orte, aber auch die Freundlichkeit von den Leuten, die hier sind. Klimawechsel, Climates of Change, is an exhibition about our changing world and the changing systems that we inhabit. It brings together 14 artists who reflect on social, economic, technological or environmental change, or artists who are involved in activism or campaigning within their lives or artwork. Mein Name ist Jacqueline Hehn. Ich bin Marius Förster. Wir sind ein Kunst-Design-Kollektiv aus Köln, Berlin und Braunschweig und haben die Installation hier gemeinsam mit Christina Fromm entwickelt. Wir nähern uns dem Thema aus der Transformation Design Perspektive. Transformation Design ist eine offene Frage, wie Gestaltung am gesellschaftlichen Wandel teilhaben kann, dazu beitragen kann, wo auch die Grenzen dieser Disziplin vielleicht liegen. Teil der interaktiven Installation ist eine Bibliothek, in der der Besucher durch die Landschaft aus Büchern laufen kann und verschiedene Diskurse entdecken kann. Ich bin Sven Wiesner, bildender Künstler. Abtragung und Erosion ist ein Symptom des Klimawandels, das die Kuratorin Pippa Korosek in meiner Arbeit sieht. Als bildender Künstler thematisiere ich die Skulptur als Raumprozess, in dem ich Materialmassen abtrage, verschiebe und in speziellen Behältern, die ich selber entwickle, konserviere. Meine neueste Arbeit hier auf der Biennale heißt Earthbox und ich zeige wertvollen Mutterboden in Kombination mit einem Video, indem ich diesen Mutterboden abtrage. In this show, I've got 3 installations and a performance that you will see later on. And the interconnecting theme across all of the works is water. So I was very excited when people invited me to take part in this show about climate change. So we're very familiar with the idea of climate change. We live in the information age, the case has already been made, and our jobs as artists is to use that language that we're familiar with to speak to other issues. For me, what I took from that theme, people's idea, is human action and the consequences of those actions. As a woman from Nigeria, I was really interested in how women have been navigating this journey across the Sahara and the Mediterranean to get to Europe for refuge. So this film here, I'm at the National Museum in Lagos. It's a durational performance. So it speaks to issues around survival and the fact that the people who suffer the most are minorities, are women. So I'm interested in using that to explore how artists
can engage politically, how art can be a tool for civic participation. Lifeboats and the rescue boats, these are the kind of packages for water supply that are provided. Auf den Rettungsbooten sind das die typischen Wassertüten, die dort mitgeliefert werden, um den Geretteten erste Hilfe leisten zu können. But I'm interested in the dual possibility of that one item. Und sie ist aber daran interessiert in der Doppeldeutigkeit dieses einen Objektes. So on the one hand, it is a resource for survival, but it will also function as a weapon in this performance that you're going to see. Es ist auf der einen Seite ein lebensüberlebendes Objekt, auf der anderen Seite kann es aber auch als Waffe eingesetzt werden, wie ihr dann in ihrer Performance gleich sehen werdet. Jim Pom, Kenji Kubota, Eva Mattes, Frank Mattes und Jason Wade bilden das kuratorische Kollektiv Don't Follow the Wind. 2015 eröffneten sie eine unzugängliche Ausstellung im radioaktiven und evakuierten Fukushima Daiichi. Die hier ausgestellten Objekte bestehen aus Alltagsgegenständen und Fotos eben dieser Ausstellung. I was interested in Rebecca Chesney's work because she responds to the contexts that she finds herself within and often makes work about extreme weather or about environmental issues. So these two works are both humorous and ironic, as well as while talking about a very serious issue. I would like to thank NKH Biennale for inviting me. Also sie würde gerne der NKH-Biennale danken und Pippa Kosarek, dass wir sie eingeladen haben. To show 50 years from now, Under the Rising Seas. This work is part of a site-specific action where I revisit a site in East Sussex in the UK every year and sail from the river to the sea. The site is predicted to be underwater in 50 years due to sea level rise. I recognise the site as a local manifestation of global warming. The books are a handmade trail of notes and photos left behind. So the work I make is from moulds I've taken of buildings, classical style buildings from Dublin, and particularly Dublin Castle. And the style of architecture that they use is this classicalism that, even though it's been built in the 18th, 19th century, refers to antiquity. And the style of building, which is often used in other buildings other than Dublin Castle, but in Dublin you would see it in law courts, in political buildings and universities, and buildings that want to show the world their own idea of
prestige and grandeur. And the idea behind this use of this style is to show that they never changed, that they're there, and because they refer back to antiquity, the right to be there was kind of God-given and timeless. And through these molds that I make that are warped of the original versions, they become warped versions of what the values are in these buildings. So instead of being straight and solid, they become deflated and twisted and deformed and change. And the idea behind that is these institutions do indeed change and fall apart. Whether you all approve it, I will remain against it. Personally, I would leave aside the artist's commentary that he included in his explanation. I'm sure that this work is among the best works found in our country. I stand by my opinion. The artist's proposal emphasizes monumentality, so I don't like it because it's just a bit too pompous. Sarah Lehns 1,50 Meter hohe aktivistische Radioskulptur Annette Fortuna ist eine online-radio-empfangene Jukebox. Lehn setzt mit ihrer Vision einer weltweit öffentlichen Sendung hiermit im ehemaligen vietnamesischen Restaurant im Rathaus ein Denkmal. Im Radio. Und im Thema Climate Change. Die persische Künstlerin Sogul Mabadi lud am 9. September innerhalb von 4 Stunden jeweils 4 Personen ein, an einer intimen Begegnung teilzunehmen. Mabadi wusch sich selber rituell die Hände, eine Geste, die von den Gästen kopiert wurde, während Gedichte aus Goethes westöstlichem Divan vorgelesen wurden. Der Performanceort war der ungewöhnliche und abgeschiedene Raum hinter der Domorgel. Museo Aerosolar is a participatory project that's led by the Aeroscene Foundation. Pippa Kosarek, die Kuratorin der 3. Kunstbiennale in Halberstadt, hat dieses Kunstprojekt arrangiert. Das ist ein Kunstprojekt, was Museo Aerosolar heißt. Und wir haben glücklicherweise Jette Held aus Tanne mit an Bord ziehen können für diese Biennale, die dieses ganze Projekt geleitet hat. Und alle, die haben mitgemacht, sind jetzt die Künstler von Museo Aerosolar. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Und ich hoffe jetzt natürlich darauf, dass wir diesen Ballon jetzt auch in der Luft sehen können. Und genießen Sie den Augenblick. Ich werde es auch tun. Vielen Dank. The Museo Aerosolar in Halberstadt was created by school students and by community groups and by members of the public. Die Aerosolar Scene Foundation hat Interesse gezeigt und würde gern diesen Ballon haben. Der ist dann demnächst in einer Ausstellung in Paris zu sehen. Also Halberstadt.